Hallo Freunde des 35is. Heute machen wir eine ganz große Reparatur. Dieser Passat hat schon eine Klimatronik. Das war damals das beste System zur automatischen Klimatisierung, das es überhaupt gab. Allerdings hat die Klimatronik auch einen Nachteil. Nach 20 Jahren lösen sich die ganzen Klappen innerhalb der Heizung und der Klimatisierung auf. Man merkt es daran, dass es im Winter nicht richtig warm wird, weil die kalte und warme Luft kommen ständig zusammen. Man merkt es auch daran, dass die Luft nicht aus den Düsen kommt, aus denen sie eigentlich soll. Um die Klimatronik auszubauen, muss erstmal das ganze Armaturenbrett raus. Das ist eine Riesenreparatur, deshalb machen wir auch 2 Filme. Dieser erste Film zeigt euch jetzt, wie man das Armaturenbrett aus- und wieder einbaut, und im zweiten Film könnt ihr dann sehen, wie die Heizung selbst wieder repariert wird. Beim Ausbau des Armaturenbrettes werden wir jede Menge Schalter und elektrische Geräte ausbauen müssen. Die Stecker kann man zwar im Prinzip nicht verwechseln, ihr habt aber nachher den ganzen Kabelbaum in der Hand. Das heißt, beschriftet euch, wo die Stecker hingehören, sonst bekommt ihr den Kabelbaum nachher nicht wieder richtig einsortiert. Da wir viel mit der Elektrik zu tun haben werden und auch das Fahrzeug über Airbags verfügt, müssen wir erstmal die Batterie abklemmen. Und so weglegen, dass auf keinen Fall wieder dran kommt. Auf der Beifahrerseite ist hier so eine Art Notablage unter dem Airbag bei diesem Modell. Die ist hier mit Schrauben verschraubt, 3 oder 4 Stück, und dann hier hinten nochmal eingehakt. Normalerweise ist die Verkleidung hier unten noch eingehängt, aber hier hat schon jemand den Haken abgerissen. Aha, hier wäre er gewesen. Das linke Abdeckfach hat hier nur einen Plastikclip und dann kann es entnommen werden. Die Ablage auf der Fahrerseite hat ebenfalls 1, 2, 3, 4 Schrauben und ist auf der rechten Seite nochmal komisch eingehakt. Dieses Dämmstück muss man mit der Verkleidung entnehmen. Der Ausbau der Mittelkonsole beginnt hier hinten am Aschenbecher. Wir nehmen den Aschenbecher hoch und darunter sind 2 Schrauben. So, hier die Zunge nach unten drücken und den Griff nach vorne entnehmen. Danach müsste auch die ganze Abdeckung rausgehen. Ziehen wir den Schalthebel ab. Okay. Jetzt können wir den hinteren Teil der Ablage und raus mit dem Teil. Die Abdeckung des Schalthebels ist hier geklipst, also einfach mit so einem Instrument dazwischen und nach oben entnehmen. Der vordere Teil der Mittelkonsole ist an 4 Schrauben befestigt. 2 hier. Die vorderen 2 Schrauben sitzen links und rechts ganz vorne. So, hinten muss ich zuerst mal aus diesen Stehbolzen raus, also leicht anheben. So, dann vorne auf die Seite drücken und jetzt kommt das Teil. Hier die Steckverbindung lösen. Diese Steckverbindungen hier kann man vorsichtig nach oben abdrücken. Und nun haben wir die Konsole aus dem Fahrzeug. Weiter geht es mit dem Ausbau des Lenkrades und des Kombi-Instruments. Hierzu müssen wir die Lenkung erstmal absolut gerade stellen. Die Airbag-Einheit sitzt hier hinten an 2 Imbusschrauben bei diesem Modell. Dann den Airbag vorsichtig abnehmen, nochmal erden, dass ihr keine statischen Spannungen habt, und dann das Kabel abziehen. Hier ausstecken und gut ist. Niemals so ablegen, sondern immer so ablegen. Hier unten unter dem Lenkrad gibt es eine Verkleidung am Lenkstock, 2 Kreuzschlitzschrauben und gut ist. Das Teil war mehrfach geklipst. Unter diesem Schaumgummi befindet sich hier eine weitere Steckverbindung, auch die trennen wir. Wir öffnen die Zentralmutter. Wir markieren die Stellung des Lenkrads. So, einfach das Lenkrad nach hinten entnehmen. Die Blende des Kombi-Instruments ist hier an 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Die zweite sitzt hier. Vorsichtig entnehmen. So, der Lenkstockschalter hat hier
3 Torx-Schrauben. Unter dem Lenkstockschalter ist eine Steckverbindung, eine. Auf beides Mal sind die Rastnase unten. Eine weitere Steckverbindung ist hier rechts unten auch entnehmen. So, nun können wir den Lenkstockschalter, zumindest die linke Seite, entnehmen. Kommt auch. Das blaue Kabel ist hier nochmal festgeklemmt. Eine rote Steckverbindung. Nun kann auch die rechte Seite des Lenkstockhalters vorsichtig abgenommen werden. Zum Ausbau des Radius braucht man so ein Werkzeug. Das ist 3 mm dickes Material und hier ist eine Kerbe, um die Widerhaken auszuhaken. Hier eingeführt und dann wird der Radio rausgezogen. So, jetzt geht das so weit raus, dass wir gerade an die Stecker kommen. Erstmal die Antenne, dann den roten oben und den schwarzen unten. Jetzt können wir von hinten die Stecker ausziehen und trennen. Die Blindstopfen ebenfalls ausdrücken. Hier hängt noch ein Thermometer drauf. Trennen die Steckverbindung hier unten. So, ihr stellt die Düsen gerade und dann etwas nach unten neigen und dann ist da hinten eine Kreuzschlitzschraube. Die zweite Schraube ist hier oben rechts. Die Blende am Bedienteil kann unten angehoben und dann entnommen werden. Der Stecker hat hier unten eine Nase. Die ganze Mittelblende hat hier noch eine Kreuzschlitzschraube. Hier an dem Lichtleiter ist noch eine Steckverbindung mit einer Rastnase. Den Lichtleiter von unten anziehen und nach vorne nehmen. Jetzt fällt er auch aus dem Stecker. Und die zweite Schraube unten. So, den Stecker des Lichtleiters kann man hier längs führen und dann durch das Loch in der Mitte nach hinten. Die Blende von oben her nach vorne abziehen und nun haben wir da unten nochmal 3 Steckverbindungen. 2, 3. So, wir haben den ganzen Kasten. So, links ist der Kabelbaum nochmal hier an einem Halter drin, da müssen wir ihn aushaken. Weiter geht es mit dem Kombi-Instrument. Das sind links und rechts hier eine Kreuzschlitzschraube. Danach kann man das Kombi-Instrument vorsichtig nach vorne abziehen und rechte Seite rausnehmen. Jetzt kommt man an die Steckverbindung dran. Und das war's. Den Kabelbaum hinten am Kombi-Instrument aus den Haltern nehmen. Im Kombi-Instrument rechts unten ist hier noch ein Kabelbinder, den müssen wir ebenfalls durchtrennen. Nachdem der Kabelbinder entfernt ist, können wir den ganzen mittleren Kabelbaum hier ausfädeln. Und die Schraube innen entnehmen. Die saß gut fest. Die Schalter in der Konsole kann man hier mit so einem Werkzeug gut enthebeln und dann muss man sie hinten natürlich wieder ausstecken. Den Stecker kann man wieder abziehen und hinten mitmachen. Eine weitere Schraube, die ebenfalls sehr fest saß. Auch die Wandleuchten können von hinten ausgedrückt werden und der Stecker abgezogen. Unterhalb der Schalter sind wiederum 2 Kreuzschlitzschrauben. So, das kann aus den Düsen abgezogen werden. Hinten an den Lautsprechern ist noch eine Steckverbindung, die ziehen wir ab. So, den Kabelbaum führen wir hier aus und jetzt muss er in die Mitte geführt werden. Das heißt, all die Stecker müssen durch das Loch. Der Lichtsensor von der Klimatronik oben hat hier noch eine Steckverbindung hinter dem Lüftungskanal. Unten am Bremspedal ist nochmal ein Stecker, auch den fehlen wir noch aus. Auch die rechte Lüftungsdüse hat hier hinten wieder eine Kreuzschlitzschraube. Jetzt kommt der Nachteil, wenn man der Autoindustrie immer alle Extras abkauft. Das Fahrzeug hat auch noch ein Beifahrer-Airbag. Dieser ist scheinbar aus System Porsche gekauft, weil er hat 11 Schrauben. Letzte.
Nee, das ist erst die untere Reihe. Die zweite Reihe Schrauben sitzt hier oben drin. So, nun kann der Airbag abgenommen und getrennt werden. Der Airbag sitzt in einem Rahmen, der könnte im Prinzip bleiben, aber ich komme hier nicht an die Düse ran, um sie auszustecken. Also den Rahmen mal weg. Die Schraube sitzt hier unten. Die rechte Luftdüse hat oben eine Schraube, die haben wir gerade weggemacht, und unten sind hier und hier zwei Raschnasen. Seht ihr? Rechts hinten ist noch die Steckverbindung zum Lautsprecher, diese ziehen wir ab. Hier gibt es noch einen Kabelbaum, der zur rechten Tür führt. Wir stecken die Stecker aus. So, die Vorarbeiten zur Demontage des Armaturenbretts haben wir nun erledigt. Wir müssen natürlich aufpassen, ob wir kein Kabel vergessen haben, aber schauen wir mal. Jetzt müssen wir alle Schrauben des Dashboards suchen. Hier beginnen wir an der rechten Seite. Das sind zwei große Kappen, da sind die ersten zwei drunter. Einmal, zweimal. Die gleichen zwei Sechskantschrauben gibt es natürlich nochmal auf der anderen Seite. Zwei weitere Schrauben sind an der Mittelkonsole unten. Eine links, eine rechts. Mit diesen Haltern kann man sich nachher so ziemlich alles hier verkratzen. Deswegen mache ich die Halter raus, vor dass wir das Brett rausmachen. Wenn das Board los ist, können wir auch auf der rechten Seite den Lüftungskanal entnehmen. Der Kabelbaum hier ist nochmal geführt. Gut. Der zweite Kabelbaumhalter wird natürlich auch getrennt. Da hinten in der Ecke haben die Idioten noch einen Kabelhalter verbaut. Der Lüftungskanal links kann auch entnommen werden. Die Lüftungskanäle sind hier unten nochmal geschraubt. So, um diesen Luftverteiler hier auszubauen, muss die Schraube unten weg, haben wir ja schon gemacht. Und hier links und rechts sind Klammern, die man seitlich ausziehen kann. So, jetzt ist dieser Luftausströmer lose und kann mit einigem Geruckel nach unten entnommen werden. So, diesen Kabelbaum müssen wir hier rausnehmen. Und auch hier nochmal durch. Das Armaturenbrett kann nun so rausgezogen werden. Vorsichtig, dass wir keine Kabel haben, und weg ist das Teil. Wenn das Armaturenbrett mal raus ist, kann man nun alle nötigen Arbeiten an der Klimatronik durchführen. Dazu müsst ihr unseren Extrafilm anschauen. So, wir setzen das Armaturenbrett wieder von oben her kommend in die oberen Führungen. So, dabei achten, dass der Ausströmer hier wieder auf den Aufsatz kommt, wenn wir das Armaturenbrett langsam absenken. Wir müssen jetzt dieses Teil von unten her hier drunten einfädeln. So, jetzt ist das Mistteil da unten drin. Da musste man natürlich das Armaturenbrett nochmal anheben. Jetzt wird er erstmal fixiert. Der rechte Kabelbaum muss hier oben am Armaturenbrett entlang hinter dem Kanal bis ganz nach rechts geführt werden. Jo, kommt hier rein. Der muss da rum und muss da hinten durch. Die Unterdruckverteilung für den Mittelausströmer müssen wir natürlich auch wieder eindrücken. Mit diesen Klammern wird der Luftausströmer links und rechts befestigt. Nachdem der Kabelbaum gefädelt ist, können wir mal den Mittelausströmer unten befestigen. Der Kanal für die linke Seitendüse wird von unten eingeschoben und in Position gebracht. Der Stecker für den Lautsprecher kommt auch wieder drauf. Wir setzen den Kanal auf der rechten Seite wieder ein.
Nun kommen die mittleren Halter ins Armaturenbrett. Hier gibt es extra eine Aussparung, musste ich also nicht schneiden, war schon drin. Und dann kann ich den hier so ansetzen. Wir setzen alle Schrauben mal an und schauen dann, wie das Brett in Position sitzt. So, dass sie noch schön lose sind. Nachdem alle Schrauben in Position sind, können wir sie anziehen. Und zum guten Schluss kommen noch die Kappen drauf. So, den Schalter für das Bremspedal stecken wir natürlich auch wieder auf. Es schadet nicht, die Kontakte etwas zu reinigen, bevor wir sie wieder zusammenstecken. So, die rechte Tür hat 2 Steckverbindungen. Diese müssen wir wieder gut einrasten, aber auch darauf achten, dass die wirklich sitzen. Das Lustige an der Konstruktion ist, dass die Schraube nicht durch die Düse passt. Also müsst ihr die Schraube von hinten einsetzen und dann hier ins Loch führen. Festhalten, die Düse einknipsen. Jetzt müssen wir natürlich den Rahmen des Airbags rechts wieder einbauen. Also erstmal aufsetzen. Und der wird mit 4 Schrauben gesichert. Dass das Ding nicht ständig auf die Nase fällt. Der kommt hier. Der hier unten in der Mitte. Der Airbag wird wieder eingesteckt. Und vorsichtig eingeführt. Das ist gut. So, mal unten eine Schraube von dem Airbag an. Und jetzt geht's weiter. Ich fühle mich wie bei meinem Porsche. Die obere Reihe wird wieder eingeschraubt. Jetzt dürft ihr auf keinen Fall die Steckverbindung von der Fotodiode hier hinten im Eck vergessen. Da kommt man nachher nicht dran an das Mischteil. Den Stecker für den Lautsprecher müssen wir ebenfalls wieder einstecken. Hier wieder das gleiche Spielchen. Ich setze die Schraube innen auf den Kreuzschlitzschraubenzieher und hier einfädeln. Kanal einrasten und jetzt kommen noch die 2 Schrauben unten. Beginnend mit der ABS-Leuchte drücken wir die Stecker wieder auf und dann kommt die ABS-Leuchte wieder an ihren Platz. Der Lichtschalter wird auch wieder aufgesteckt. Und dann Schalter richtig in Position und rein mit den Teilen. Der ganze Kabelbaum zur Mitte kommt jetzt hier unter diesen Halter. Beim Mittelteil müssen wir wieder alle Stecker in Position drücken. Das Mittelteil müsst ihr mit 2 Schraubenziehern und angeklebten Schrauben einsetzen, weil die Schrauben ja nicht durchs Gitter passen. Und dann schön andrehen. Gut. Jetzt müsst ihr alle Kabel sortieren und die, wo man weiß, wo sie hinkommen, gleich einstecken. Das ist das Kabel des Mikros hier. Müsst ihr den Lichtleiter für den Aschenbecher einstecken. So, jetzt könnt ihr eine Schraube links unten drauf machen. Dann wird der Lichtleiter in Position geklippt. Von unten her einsetzen. Und jetzt kommt die rechte Schraube. So, die 2 Blindstopfen kommen wieder an ihren Platz. Mit dem hier aufgeklebten Thermometer. Dann mogeln wir das Kabel hier entlang. Den Stecker von der Heckscheibe hier durch sein Loch fädeln. Dann den Schalter einstecken. Und das gleiche Spiel mit der Nebelschlussleuchte. Auch die wird auf ihren Stecker gedrückt und dann die ganze Kombination ins Auto. Als nächstes wird der Radio angeschlossen, ein Stecker unten,
Stecker oben. Gut eingeklipst und jetzt müssen wir reinpassen. Müsst ihr die Klimatronic Bedienteil hier wieder schön aufklipsen. Dann das Kabel ein bisschen zurückführen, oben ansetzen und unten einrasten. Dieses alte Auto hat ja noch eine mechanische Tachowelle, also machen wir auf dem Mitnehmer da hinten erstmal gut weißes Fett drauf. Als nächstes kommt das Kombi-Instrument wieder rein. Dies hat beim Passat wirklich nur einen einzigen Stecker. Wenn ich da an mein Audi denke, war das eine andere Geschichte. So, hier muss jetzt der Mitnehmer von der Tachowelle einrasten. Zuerst stecken wir mal den Stecker drauf. So. Jetzt von unten her ansetzen. Also die Tachowelle ist drin, unten ist es eingerastet. Dann kommen oben zwei Schrauben rein. Machen wir mal die eine. Und auch die kommt. Sehr gut. So, jetzt kommt die rechte Seite des Lenkstockschalters drauf. Genau, so sitzt sie. Auf die Hälfte kommt hier unten die Steckverbindung. Das blaue Kabel wird wieder in die Halterung in der Abdeckung des Lenkstockschalters gedrückt. Ist der da drauf. So passt das alles. Jetzt müssen wir hier rechts unten noch eine Steckverbindung stecken. Gut, kommt ganz unten tief. Rastnase nach unten in den Stecker. Und der größere kommt oben auf das Teil. Der Schalter wird nun mit den 3 dünnen Schrauben befestigt. Jetzt oben sind 2 und die untere sitzt hier unten im Loch. Die Schrauben haben einen Torx T10. So, jetzt können wir die Blende im Kombi-Instrument wieder von oben her kommend einsetzen. 2 Kreuzschlitzschrauben. Das Lenkrad so aufsetzen, dass die Markierungen wieder passen. Und hier muss die Steckverbindung auch verbunden werden und der Kondom wieder drauf. Jetzt kommt die Zentralmutter da drauf. Und dann noch mit 50 Newtonmeter anziehen. Abdeckung aufsetzen und überall schön einklipsen. Weil solche Clips natürlich Schrott sind, machen wir auch ein paar Schräubchen rein. Und auf der anderen Seite auch noch ein kleines Schräubchen. Den Airbag setzen wir wieder an, klipsen ihn ein aufs Lenkrad. 2 Schrauben befestigt. Die Schrauben am Airbag werden mit dem runden Drehmoment von 7 Newtonmetern angezogen. Den Dämmteil der Verkleidung am Fahrerseite setzen wir hier auf und dann wird es zusammen eingeführt, und zwar erst in die innere Rastnase hier. Das Teil ist natürlich wieder mit ein paar Schrauben befestigt, eine hier. Die Sitzkonsole wird von hinten oben kommend erstmal angesetzt, dann kommt der Zigarettenanzünder wieder an seine Position und einklipsen. Dann hier nach unten, jetzt müssen wir hier die ganzen Kabel einklipsen. So. So. Und Sohle in ihre Position geschoben werden. Alle Kabelbäume gut und hier auf die Bolzen. Auf die Bolzen hier kommen diese 2 lustigen Kunststoffmuttern. Zusätzlich ist die Mittelkonsole jeweils links und rechts mit so einer kleinen Kreuzschlitzschraube befestigt.
Und dann diese hinteren Kunststoffmuttern, aber nur mit viel Gefühl. Plastik bricht gleich aus, dann geht er fort, kauft für 1 Euro das Stück neue. Jetzt kann man den hinteren Teil der Konsole hier einfädeln und einrasten. Hinten wird die Konsole durch 2 längere Kreuzschlitzschrauben gesichert. Und bis hier unten unter den Ring. Neues wäre natürlich hübscher gewesen. Einmal eindrücken, fertig. Mit der Schalthebel erstmal auf negativ gedreht. Einmal einschrauben. Und einmal über den Rahmen. Und gut ist. Dann kommt die Verkleidung des Handbremshebels wieder drüber. Und den mit viel Gefühl von vorne einsetzen und hier einraschen. Mal die Blende hier auf den Zigarettenanzünder aufdrücken. Der hintere Aschenbecher wird eingesetzt, runtergedrückt und gut ist. Aschenbecher rein, gut ist. So, in der Nase hier einsetzen und dann in Position drücken. Und die 4. Schraube ist hier oben. Nachdem wir innen alle Steuergeräte und die Airbags angeschlossen haben, können wir wieder Spannung ans Fahrzeug geben. Natürlich darf bei einem Airbag-Fahrzeug niemand im Innenraum sein und drauf mit. Zum Abschluss machen wir nun noch einen Lichttest und alle elektrischen Verbraucher untersuchen wir auch, ob sie gehen. So meine Freunde, das war wirklich eine große Reparatur, so ein Armaturenbrett ausbauen und einbauen. Aber auch das geht. Tschüss, bis zum nächsten Film. Immer viel auf die Werbung klicken, dann gibt es wieder neue Filme.